sind wir im Sardona-Gebiet unterwegs. Und die ist eine 3-Tages-Wanderung rund um den Piz Senjas. Für mich ist es die erste richtige Bergwanderung seit meiner Operation am Knie. Das war vor etwa 6 Monaten. Seitdem bin ich eher im Flachen wandern und habe allgemein nicht so viel gemacht. Jetzt haben wir noch mal etwa 1000 Höhenmeter vor uns. Mal schauen, ob das noch etwas wird heute. Kurze Pause in der letzten Einkehrmöglichkeit. In SC-Hütte. Die 2 Hüttenwarte haben Alphorn gespielt. Da haben wir es auch gerade noch ein bisschen probiert. Weiter in unwirtliche Höhen. Aber ich glaube, ich sehe den Pass. Also dort oben geht es darum, irgendwo den Fluss zu queren und dann gehen wir dort rauf auf den Grat. Aber ganz ehrlich, es sieht überhaupt nicht nach Weg aus. Siehst du den Weg dort, Mischa? Eben. Doch noch ein bisschen aufgetan und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich gerade da und am Gipfel sind. Oh, nice. Gerade unterwegs da rauf. Also gegen den Abend haben wir sogar noch ein bisschen Sonne. Also mit dieser Aussicht werden wir heute schlafen. Ich glaube, das kommt gut. Wir haben Pasta Arrabbiata, Pasta mit Pilz, Rösti, Herdöpfelstock, Risotto. Was willst du? Oh, ich glaube, es klingt gut. Also, wir haben es aus dem Bett geschafft und warten jetzt gerade auf die Sonne. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir das erste Mal ein bisschen wärmen. Erster Gipfel am 2. Tag. Und jetzt gehen wir dort an dem Kamm entlang, wo man gerade hinter der Wolke sieht, und gehen dort hinten wieder auf den Pass rauf. Nice. Also vor dem Mittag wenn wir noch dort hinten auf den Pass gehen. Das ist etwa Schneefeld Nummer 20. Es sieht so aus, als müsste noch ein letztes Schneefeld passieren.
Wow. Wo läuft man nachher runter? Sketchy. Oh man! Dort oben ist der Pass. Mal schnell über den Fluss, wenn du ausrutschst. Ja, dann bist du ein bisschen schneller im Tal. Also von da scheint der Weg wieder gut zu sein. Man sieht ihn auf jeden Fall mal und es ist nicht alles ein loses Geröll. Da sind wir schon mal sehr dankbar dafür. Völlig krank. Was war das? Da fließt überall ganz viel Wasser drauf. Das ist eigentlich recht badass, das Hey, als ob die Fläche genau für das Zelt gemacht worden wäre. Es passt genau auf den Zentimeter. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Wäre gar nicht gegangen. Oh man. Schaut euch das mal an! Und jetzt hoffen wir, dass es so bleibt und dass wir heute vielleicht ein paar Sterne füttern und morgen am Morgen einen guten Sonnenaufgang haben. Ciao. Also, ciao. Kaffee. Dann ins Porridge. Dann laufen wir weiter und dann gibt es Risotto später. Das sieht jetzt noch nicht so attraktiv aus, aber in etwa 10 Minuten ist das die feinste Suppe. Das Menü ist angerichtet. Feiner Brei. Da kommt jetzt noch Schoki drin. Okay, let's go. Also dort unten, gerade oberhalb von dem letzten Schneefeld, dort haben wir geschlafen. Mit dieser Aussicht. Jetzt sind wir auf dem Heubitzi-Pass. Das ist die andere Seite. Und wir gehen jetzt dort über. Und dort hinter dem Pass, dort wollen wir hin. Rotes T-Shirt, Kuh,
Da sehen wir ihn. Der letzte Pass. Oh, so nah. Ist schon fast da. Nur ein letztes Schneefeld trennt uns noch vom Pass. So, wir sind bei unserem letzten Abstieg Richtung Elm. Ich nehme das, der Teil der Reise eigentlich immer Epilog. Weil da nicht so viel passiert, jetzt sind wir auf dem Heimweg. Oh, sind unten angekommen. So gut. Dort oben haben wir gestartet.